Jäger Bolognese macht man selber. Mit Hack, Champignons und einer cremigen Soße. Vor allem ohne Fixtüte. Schau dir das Video an. Auf jeden Fall. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute Jäger Bolognese. Das ist so ein Ding, das kennen eigentlich viele nur aus der Fixtüte, sag ich mal. Bei der Marke mit dem M heißt das, glaube ich, Jägertopf. Also die holen dann unser Tütchen für den Jägertopf und machen daraus die Jäger Bolognese. Wir zeigen dir heute mal, wie das vernünftig geht, in lecker. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zutaten, ne? Ja, vor allen Dingen ist es aber auch einfacher und ehrlicher. Richtig, und kein Scheiß drin. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier hinten an. Hier hinten haben wir erstmal einen guten Schlag Hackfleisch, weil ich sag mal, Bolognese ohne Hackfleisch ist für mich keine Bolognese. Ist wie ein Auto ohne Reifen. Zum Beispiel, guter Six. Dann haben wir hier hinten einen guten Schlag Sahne. Dann selbstgemachte Rinderbrühe. Wie wir die gemacht haben, verlinke ich mal hier oben. Dann ja, Salz und Pfeffer. Hier haben wir ein bisschen Senf, dann Tomatenmark. Hier haben wir einen guten Schlag Knoblauch. Dann ein paar Schinkenwürfel, ein bisschen Petersilie, wunderschön geschnittene Zwiebeln von meiner Frau, so in so Halbringe, sage ich mal. Dann natürlich Jägertopf, Jäger, Champignons. Passt irgendwie. Ich sehe jetzt gerade den Jäger, der einen Pilz mit so Augen und Turnschuhen hinterher hat. Auf jeden Fall so ein Viertel geschnittene Champignons. Dann dabei, klar, weil Abby braucht als Sättigungsbeilage gute Nudeln. Nuddele, wie der Oma gesagt Richtig. hätte. Wir haben hier schon die klassischen Spirelli in ein bisschen größer. Nimm das, was du haben willst, fühl dich frei. Wir finden, die passen ganz gut. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal unser Nudelwasser warm, weil die Soße geht ziemlich fix. Und dann fangen wir schon an mit dem Süßchen. Auf jeden Fall. Ah, wir brauchen noch Öl für die Pannen, ne? Bin ich schon wieder schlecht vorbereitet? Ja, geht gar nicht. Ach, das ist ja eine Katastrophe. So, Ich schäme mich gerade. Rapsöl. Ja. Die Oma hätte jetzt auch Rapsöl oder Butterschmalz geholt. So. Wir haben hier ein gutes Rapsöl. Einfach nur gerade einen Esslöffel rein. So, das passt schon. Machen wir mal Pan heiß. Und dann warten wir. So, in der Zeit, wo jetzt hier unsere Pfanne aufheizt, unser Nudelwasser warm wird, noch eine Sache für uns. YouTube hat jetzt eine neue Funktion, die heißt Hypen. Die ist einfach unten drunter unter dem Video. Ich glaube, beim Computer kannst du einfach nach links wischen, dann kommt Hypen. Drückst du einfach drauf. Und auf der Handyversion, keine Ahnung, ist irgendwie ein Button, kannst du auf Hypen drücken. Ist wie ein extra Like-Button, hilft uns ein bisschen weiter, wenn man ein bisschen mehr verteilt. Also wenn du gerade Lust und Laune hast, wir freuen uns auf jeden Fall über ein Like, auch jetzt über einen Hype und über ein Abo. Oder einen Kommentar oder alles zusammen. Also wenn du Lust hast, mehr Rezepte von uns sehen willst und noch öfters sehen willst, wichtig ist, liken, kommentieren und abonnieren. Und jetzt neu hypen. Also du hast auch ein bisschen Arbeit, nicht nur wir, sondern du auch. Also wir bitten darum. Hyper, hyper. Hyper. Ist halt so. Immer wieder was Neues. So, jetzt kommen wir aber zum Hackes. Hacki. Jo. Gut, unsere Pfanne steigt Qualm auf. Wir können das Hack anbraten. Einmal grob verteilen und dann wie immer liegen lassen. Denn wir wollen Röstaroma. Wir wollen nichts Graues, wir wollen schöne, dunkle Röstaromen. Weil jetzt alles einfach der Geschmack. Die sagst du immer so schön, das ist kein Rührfleisch. Richtig. Jetzt zeigen wir eigentlich relativ flugs geht, weil während unser Hackfleisch anbrät, kochen wir unsere Nudeln. Deckel runter, Nudeln rein. Unsere Nudeln sind italienische, also die haben sehr auch Hartweizengrieß. Und die brauchen ein gutes Stück, also die brauchen ungefähr 13 Minuten. Nee, die brauchen 13 Minuten. Die brauchen 13 Minuten, auf jeden Fall. Und bis dahin haben wir locker unsere Soße fertig. Was ist denn Minuten? Ja, steht da drauf. So, in der Zwischenzeit kann ich noch gerade schon mal
unseren Rest Champignon klein schneiden. Ja, die 3 Champignons, die dahinter liegen. So versteckt. Weil die haben nicht mehr oben drauf gepasst. Richtig. Okay. Messerchen. So. Das Gericht lebt aber auch von den Champignons. Ja. Deswegen sind das so viele. Also das sind ungefähr 500 Gramm. Richtig. Davon siehst du ja nachher nicht mehr so viel. Nee. Deswegen es lohnt sich wirklich, diese Menge zu nutzen. Und auch schöne große hier. Und Genau. vor allem die braunen, weil die braunen haben ein bisschen mehr Aroma. Ja, oder einfach nur so als Placebo-Effekt, die sind besser. Ja. Hier den ganz großen habe ich jetzt gesechstelt, aber alle anderen halt Viertel, ne? Ja. Gut. Und wie gesagt, man sieht, die fallen schon runter, hätte nicht mehr gepasst. So, guck mal nach unserem Hackfleisch. Ja, guck mal hier. Haki is ready to go. So. So soll die ganze Sache aussehen. Wunderschön, Schatz. Das wollen wir haben. Und dann einmal drehen und dann wieder liegen lassen. Mehr super. So, machen wir hier ein bisschen Geschmack dran. Das heißt einmal einen guten Schlag Salz und einen guten Schlag Pfeffer. So, dann einmal verrühren. Überall was dran ist. Der Pfeffer dann immer. Das ist aber auch so ein Phänomen bei Hackfleisch, ne? Ja. Also wir essen ab und an wirklich gerne Hackfleisch, Ja. weil es einfach so variabel ist und du so viele verschiedene Sachen damit machen kannst. Und die meisten Leute mögen halt auch Hackfleisch. Ne? Deswegen sind die Rezepte immer die begehrtesten. Deswegen haben wir darüber auch schon ein Buch geschrieben. Ja, ist ja so. Fett ist, glaube ich, hier unten vorbei, von rechts nach links. Unser 20 Hackfleischrezepte. Ja, unser erstes Rezept. Genau, ist schon ein bisschen älter, könnt ihr bei Amazon einfach mal reinschauen. Jetzt kommen hier unsere Schinkenwürfel. Schön mit dabei. Können auch ein bisschen Farbe kriegen. Da kannst du rohen oder geräucherten Speck Ja. nehmen oder Bacon. Bacon ist ja. Dann auch direkt schon unsere Zwiebeln. Also du merkst, das geht relativ flug, wenn du hier vorbereitet bist. So, wir können so ein bisschen Farbe kriegen. Jetzt kommt hier rein unser Knoblauch. Raus bekommen auf dem Töpfchen. Ist schon wieder das Töpfchen zu klein. Meine Güte, du mit deinem Töpfchen, das ist auch ein never-ending problem. Ja. So. Oh, da wehrt sich aber heute. So. Wunderbar. Den füllen wir auch schön unter. Denn Knoblauch- jetzt darfst du ja rühren. Knoblauch ist doch so ein Ding, ne? Was magst du oder hasst du, ne? Ich liebe ja Knoblauch, ne? Ich Du auch. Gut, sonst hätten wir ein Problem. Das reicht uns schon. Jetzt kommen schon unsere Champignons da rein. Das ist ein ganzer Schlag. Pfanne die ganze Zeit auf volle Hitze. So. Und schon ist die Panne zu klein. Aber nicht mehr lang. Jetzt hast du dich nochmal gut gerettet, ne? Also wenn nach dir geht, müssten wir immer mit so Riesenpötten kochen. Ups, das ist ja hier. Guck mal hier. Dann macht man das etwas vorsichtiger. So. Kurz liegen lassen. Ja, jetzt räume ich die gerade auf. Hier. Also die Pilze fallen jetzt noch ein gutes Stück ein. Normalerweise bin ich immer ein Fan davon, wenn man nur Pilze anbrät, die wirklich in der Pfanne ohne Öl alles anzubraten, weil die auch Geschmack kriegen und kein Wasser lassen. Hier wollen wir uns einfach jetzt so gute Datze ein bisschen Wasser lassen, was einfach daher auch für die Soße wichtig ist. Und So halt der schaut's aus. pure- und halt der pure Geschmack ist. Aber da siehst du auch mal, dass dass die Herangehensweise in jedem Rezept eine andere ist Richtig. und auch teilweise ihre Berechtigung hat. Klar. Jeder denkt sich da irgendwas dabei. Es muss halt nur Sinn ergeben und auch schmecken. Was soll uns jetzt reichen? Weil unsere Nudeln sind auch gleich fertig. Jetzt kommt hier unser Senf rein, unser Tomatenmark rein, und unser Senf. Hier hat zugeklappt. Und hier ist noch was drin. Ich muss immer wieder sagen, ich liebe ja diese Silikondinger,
Da kannst du wunderbar Dinge mit auslöffeln, ohne dass Reste bleiben oder Urze. So. Jetzt schön Tomatenmark und Senf unterrühren. Ein Tomatenmark gibt einfach einen tollen Geschmack, wenn du da ein bisschen anpresst. Herrlich. Und Senf ist mindestens genauso wichtig. Oh ja. Allein der Geruch jetzt ist herrlich. Ich liebe das. Wir haben ja schon mal gesagt, auch für die Leute, die Senf nicht so gerne mögen, koch auf jeden Fall damit. Ja. Das ist ein Unterschied, ob du Senf im Essen verkochst oder ihn halt so pur isst. Das ist wirklich wichtig Ist so. für den Geschmack. Richtig. Lassen wir jetzt ganz kurz liegen, ganz kurz ansetzen. Und dann haben wir unsere Brühe. Unsere Sahne. Die Brühe ist übrigens die Brühe, die wir letztens gemacht haben. Richtig. Kannst du mal verlinken, ne? Ja, kannst du hier oben, da oder da. Ab da. Verlinke ich mal. Das ist eine ganz leckere Rinderbrühe. War glasklar. Und das hat der Gamechanger. Sagen wir, eine gute Brühe oder ein guter Fond auch, ist halt der pure Geschmack. Ja, aber jetzt sei mir doch mal ehrlich. So eine Fixtüte. Kann ja jeder machen, wie er will. Ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn du eine ordentliche, gekochte Brühe hast und ein paar gute Gewürze, da hast du deine eigene Fixtüte. Natürlich. Das ist nichts anderes. Ja, So, nur eine Fixtüte ist halt irgendwelche E-Nummern und jeder ist halt was genau. Vernünftiges. Genau. Und halt eine Fixtüte ist immer extrem viel Salz. Und hier bestimmen wir halt selber unseren Salzgehalt. Ja, So, guck mal, die Farbe hier schon herrlich. das ist ein Jägerbraun, würde ich sagen. Jägerbraun. Was kann Jägergrün? So diese typische Wildlederjacke, weißt du? Sag, was hat ein Jäger eine Wildjäger? Ach doch. Nein, Nein? nein. Echt nicht? Das ist kein Großwildjäger. Was haben die denn? Filzjacken? Ja, so Wolljacken. Mein Opa war ja Jäger. Da war immer so ein gedecktes Grün mit Beige. So, ja. Also der hätte auch in den Busch springen können, das nicht mehr gesehen. Okay, also jeder Jäger hat eine Wolljacke in dunkelgrün an und niemals eine braune Jacke. Eigentlich selten, nur wenn sie fein ausgehen. Immer grün. Okay, dann sage ich, die Soße ist wunderbar. Champignon oder Waldbraun. Waldbraun. Ja, ich muss da jetzt Also irgendeinen Schiss, muss ich jetzt also sagen. wenn im Wald braun ist, ja, ist da kein Grün mehr, das ist ein Problem. So, ist egal, komm. Jetzt kommt hier unsere Sahne dabei. Damit auch die Kalorien beherzigt werden. Richtig. Ja, Sahne ist einfach Geschmack, Cremigkeit. Natürlich. Und nicht wundern, die Soße kann es noch ein bisschen einkochen, deshalb bis unsere Nudeln fertig sind. Und wie heißt es, danach kommen dann die Nudeln direkt in die Soße mit rein und die binden dann auch noch ein bisschen ab. Wenn man aber jetzt die Nudeln nicht direkt da reingibt, Richtig. dann müsste man mit ein bisschen Speisestärke und Wasser Genau. abbinden, oder? Ja, macht am meisten Sinn. Also ich will jetzt keinen Soßenbinder holen, weil Soßenbinder ist auch wieder eine E-Nummer. Nee, einfach eine gute Speisestärke. Oder noch ein bisschen reduzieren. Du könntest auch vorher die ganze Sache noch ein bisschen mit Mehl bestäuben. Danach ist die Brühe und die Sahne drauf. Dann liegt es auch ein bisschen an. Also viele Wege Führen führen nach zum Rom. Ziel. Ja, definitiv. So, wir schmecken jetzt noch nicht ab. Das machen wir erst gleich, wenn die Nudeln schon drin sind. Dann würzen wir die ganze Sache noch ein bisschen. Einfach weil es dann eingerichtet ist. Jetzt haben wir hier noch unsere Petersilie Aus dem Garten. aus dem Garten, selbst angebaut. Ich will mal gerade ein bisschen grob hacken. Ich glaube, das war jetzt auch so die letzte oder vorletzte Ernte. Dann ist Gut. sie platt. Gut. Also wir Aber- müssen dann demnächst noch ein paar andere Sachen kochen, zum Beispiel mit Oregano, Ja. Thymian oder Estragon, weil davon haben wir noch einen Arsch voll. Ich glaube, wir haben auch noch jede Menge Thai-Basilikum, ne? Das ist richtig. Und den Chianti. Chianti. Chianti, der rote. Achso, schau mal, du redest jetzt von Wein jetzt. Nein. So, das soll uns reichen. Muss mal an die Seite. Ja, unsere Soße reduziert gerade ein bisschen ein. Das schadet ja nichts. Jetzt warten wir schon auf die Nudeln. So. Kann man irgendwann unsere Nudeln machen. Die sind fast soweit. Die hole ich jetzt eiskalt direkt aus dem Pott und werfe die direkt in unsere Soße. Also die sind noch nicht ganz gar, die Nudeln. Ganz leicht mit Biss. Einfach, dass sie die überkochen gleich. Und so noch ein bisschen von ihrer Stärke abgeben und unsere Soße abbinden. Also je nachdem, was du für eine Nudel hast. Also eine normale Standardnudel braucht meistens so 9 bis 10 Minuten. Muss ein bisschen schneller sein. Und die Soße wartet immer auf die Nudeln, ne? Ja. Nicht andersrum. Nein.
Und ansonsten hast du eine Nudel, die ist irgendwie doppelt so groß und hat keinen Geschmack mehr. Es ist nur so ein Klumpen. Ja, und die kannst du essen wie Kartoffelpüree. Na komm, ich bin ein bisschen ehrgeizig hier. Falls jetzt die Soße zu stark eingekocht sein sollte, kannst du auch gerne was von dem Nudelwasser dabei tun. Ist immer gut, ist immer Gold wert. Bindet immer schön. Sparst du Sahne mit, gibt eine schöne Cremigkeit. Ey, letzte Nudel, ne? Die blöde Nudel. Blöde Nudel Dumme hier. Nudel. Dumme Nudel. Unsere Pfanne mache ich jetzt schon aus, weil die hält die Hitze. Und dann rühren wir ganz vorsichtig unsere Nudeln unter. Und dann lassen wir einfach die Magie geschehen und lassen die Nudeln die Soße andicken. Wie sagen wir immer so schön? It's magic. It's magic. Jetzt kommt daran noch ein bisschen von unserem Gewürz. Wirklich einen guten Schlag, weil das Zeug ist super. Auch runterrühren, allein der Geruch. Upsa, die Nudel ist ja schon gegangen. So, das haben wir jetzt runtergemischt. Jetzt noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Aber wirklich nicht so viel, dass nur gerade tapfer die Nudeln jetzt geschluckt hat. Und ein bisschen Geschmack. Und mal gleich noch mit der Petersilie. Ein bisschen viel. Weil Kräuter geben ja auch einen tollen Geschmack. Damit kannst du auch ein bisschen Gewürz sparen. Ja, siehst auch langsam, wie die Soße jetzt schön dick wird. Herrlich. Wobei Sparen im Zusammenhang mit Kochen eigentlich keine gute Idee ist. Nein. Also wir sparen schon mal ganz gerne ein paar Kalorien. Richtig. Aber auch nur ein paar. Weil das muss zwar jeder für sich selber wissen, aber man braucht vernünftige Zutaten. Ja. Sonst wird auch das Gericht am Ende nicht so schön. Richtig. Du schmeckst das. So, wir rollen mal ein bisschen auf hier und dann geht gleich weiter am Anrichten. Yes. So, unsere Soße ist jetzt schön angedickt. Guck mal, herrlich. Ah, da freue ich mich jetzt gleich so drauf, ne? Herrlich. auch. Wunderbar. Da siehst du da auch, wenn du richtig timest, hast du auch eine wunderbar cremige Soße. Das passt schon. Jetzt holen wir hier einen Löffelchen. Und dann holen wir uns hier einen guten Schlag mal raus. Schön von allem. Ah, guck mal. Und da siehst du auch, wie schön die Soße geworden ist. Herrlich. Guck mal hier. Wunderbar. Pilz hier oben drauf. So. Und so geht unsere Jäger-Bolognese. Einfach lecker, einfach gut. Richtig schnell gemacht. Also sagen wir eine Viertelstunde. Bist du durch. Oben drauf noch ein bisschen Petersilie. Die darf nicht fehlen. Eigentlich gibt auch schönen Geschmack. Rezept wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da, einen wohlwollenden Kommentar. Wir freuen uns über alles. Kanntest du schon das Gericht hier oder bist du eher so die Macketüten-Fraktion? Das kenne ich, aber noch nie selber gemacht, auf gut Deutsch. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und wie gesagt, hyper, hyper. Hyper, hyper. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und noch probieren, ne? Probier deine Jägerpilze. Meine Leckerpilze. Da ist so ein Champignon mit Ton schon vor mir. Und wieder hier raus. Ich weiß schon, ich werde diese Nacht schweißgebadet wach. Passt. So lecker. Super. Jetzt holst du den Salat aus dem Kühlschrank und dann wird gegessen. Jo.